Hi, hier ist Antonis. Ich möchte euch dieses Mal zeigen, wie man quasi parametrische oder parametrisch wirkende Muster in Alias erzeugen kann. Und dazu benutze ich wieder unser Fahrzeug wie in den letzten Videos. Und wir gehen mal davon aus, dass wir eine quasi Scheibengrafik von hier vorne nach hier hinten gestalten wollen. Also sehr einfach. Ich probiere eigentlich immer schnelle Visualisierung, schnelle Annäherung an Design-Themen, einfach um wirklich schnell ein Gefühl dafür zu bekommen, ob es das ist, was man möchte. Natürlich, wenn es jetzt wirklich um parametrische Pattern geht, würde ich selbstverständlich Grasshopper empfehlen, aber erstens ist es dann etwas aufwendiger und man braucht auch das Know-how oder die dementsprechenden Leute. Aber eben den ersten Eindruck kann man auch schon in Maya bekommen. Wie gehe ich das Ganze an? Ich würde jetzt in dem Fall eine Kurve bauen, und zwar so, die würde ich mal symmetrisch hier hinsetzen. Hier über das Fahrzeug ziehen. Okay. Ich arbeite gern mit Skalieren. Ich habe jetzt nur kurz gewundert, was da los ist, aber da war noch die Symmetrie aktiviert. Also manchmal, wenn vielleicht irgendwas spinnt, dann müsst ihr mal oben gucken, ob hier die Symmetrie an ist. Okay, also dann noch ein bisschen hier rüber. Okay, so ist in Ordnung. Okay, was wir jetzt machen ist, ich dupliziere die Kurve, und wichtig ist, die Kurve an sich nicht zu verschieben, sondern allein über die Vertices die Veränderung zu machen. Sprich, wir gehen nach hier hinten und ziehen die Punkte in etwa so hin. Hier bisschen spitzer werden, also so in etwa stelle ich mir das vor. Okay, das sieht schon mal ganz gut aus. Und wir verwenden jetzt eine Funktion, die wir bereits aus den letzten Videos kennen, und zwar ist das ein Blend Shape, und das geht nicht nur mit Polygonenmodellen, sondern eben auch mit Kurven. Und ihr seht, dass jetzt diese Kurve quasi von 0 bis 1 diese Animation bzw. diese Veränderung nach hinten macht. Deswegen war es auch wichtig, mit den Vertices diese Veränderung zu machen, weil wenn ich die Kurve verschoben hätte, dann hätte der das nicht mitgemacht. So. Okay, das passt soweit. Und jetzt wollen wir quasi ein richtiges Muster erzeugen, sprich ganz viel Zwischenlinien erzeugen, und am besten mit unterschiedlichen Abständen, die ich nicht von Hand definieren muss. Und dazu gibt es einen interessanten Ansatz. Und zwar, was ich als allererstes machen möchte, ist eine Animation erzeugen. Sprich, ich brauche jetzt hier nochmal meinen Timeslider, und ich kann das Ganze jetzt hier keyen. Sprich, ich setze hier bei 0 einen Key und gehe jetzt zum Beispiel auf 100 und gehe dann hier auf 1 und key das Ganze auch. So, und wenn ich jetzt hier hingehe, dann seht ihr, dass diese ganze Kurve animiert ist. Ich würde jetzt noch hingehen, das Fahrzeug mal kurz so zu schalten, dass wir es nicht anklicken können, und auch die Kurve hier hinten, die können wir sogar ganz ausblenden für den Moment. Okay, also wir haben jetzt eine Kurve, die eine Animation vollführt, und das Spannende ist,
dass es die Möglichkeit gibt, und zwar müsst ihr dazu aber hier, ihr könnt ja das Menü ändern, wenn ihr hier dieses Dropdown-Menü wählt, dann gehen wir hier auf Animation und hier gibt es unter Visualize gibt es die Möglichkeit Create Animation Snapshot und das ist eine ziemlich coole Sache, weil er quasi von dieser Animation jetzt alle paar Frames den Zwischenstand quasi visualisiert. Das heißt, wir können hier definieren, Start Time ist 1, End Time ist in dem Fall bei uns 100 und wir können jetzt sagen, wie viel Frames er eine Kurve erzeugen soll. Sprich, jetzt hätten wir 100 Linien, das klingt eigentlich ganz okay. Wie soll er es updaten? Ich würde sagen, Slow Always Update und dann sagen wir Snapshot. Okay, und ihr seht, jetzt hat er hier schon diese Kurven erzeugt und die Kurven kann ich noch über das Fahrzeug ziehen, dass das nicht im Weg ist. So, und die richtig coole Sache an der Geschichte ist, ihr seht schon, ist, dass es quasi schon per se, allein dadurch, dass die Animation ein Lead-In und Lead-Out hat, verdichten sich die Linien zu den Rändern und das kann man interaktiv sogar kontrollieren. Sprich, wenn wir hier auf Windows, Animation Editor und dann Graph Editor gehen, dann werdet ihr sehen, genau, so hier seht ihr, was letztendlich diese Häufung der Kurven verursacht. Das ist einfach, dass quasi hier in einem bestimmten Zeitabschnitt sind die Kurven eigentlich an einer sehr ähnlichen Position, ändern sich dann sehr dramatisch hier und dann wieder hier im Endbereich sind die Kurven quasi wieder fast identisch. Das ist diese Animation von Blend Shape 0:1. Und damit können wir jetzt spielen. Das ist die coole Sache. Das heißt, wir können jetzt hier diese ganze Grafik deutlich linearer machen. Okay, also manchmal will er nicht ganz, aber dann kann man es auch manuell updaten und ihr seht, jetzt ist dieses Muster sehr viel linearer und jetzt kann man natürlich damit spielen und zum Beispiel auch sagen, okay, wir wollen nochmal in den Graph Editor und okay, hier. Und wir können theoretisch auch hier einen Key einfügen, hoffentlich. Dazu können wir mal nochmal den Blend Shape Editor oder den Shape Editor öffnen. Und da sehen wir ja, wo wir uns bewegen. Also wir können jetzt nochmal hier aus der Top-Ansicht einen Punkt suchen, an dem ich sehr viel Abstand haben möchte, sagen wir zum Beispiel in etwa hier und machen hier nochmal einen Key. Okay, jetzt haben wir 3 Keys. So, und jetzt können wir das Ganze noch steiler gestalten, also sprich, dass hier ein sehr deutlicher Abstand ist, dann kann man das Ganze hier nochmal etwas großzügiger gestalten. Okay, dann machen wir mal hier ein Update. So, und jetzt seht ihr, dass wir quasi hier sehr schön diesen Verlauf der Kurve definieren konnten. Und das Schöne daran ist, dass das Ganze live ist. Das heißt, wenn ich jetzt nicht ganz daneben liege, dann kann ich quasi jetzt immer noch dieses ganze Muster verändern und es behält mir diese ganze Animation bei und das ist eben, wie gesagt, es ist eigentlich nicht so richtig parametrisch, aber es ist ein sehr schneller Ansatz, um sowas zu testen oder halt auch im besten Fall sowas direkt zu verwenden, wenn man eben nicht das Know-how und auch die Software hat, um sowas zum Beispiel in Grasshopper oder in Alias könnte man es ja auch über Dynamo machen.
So, also wir haben das Muster in 2D gemacht und jetzt können wir, wenn wir das Fahrzeug jetzt wieder mit anwählen, Shift rechte Maustaste, gibt es hier oben Project Curve on Mesh. Und dann haben wir diese Linien auch schon auf dem Modell. Und da sehen wir, dass die natürlich gerade hier vorne noch nicht so ganz funktionieren. Also in 2D waren sie ganz nett, in 3D sieht man, dass man da doch ein bisschen nacharbeiten muss. Und dazu kann man ja theoretisch auch gucken, ob man genau, also theoretisch kann man jetzt immer noch, wenn ich das richtig sehe. Ja, genau. Also das heißt, sowohl dieses Pattern in 2D als auch die projizierten Kurven gehen in der History theoretisch mit. Ob man das möchte, ist eine andere Frage, aber grundsätzlich kann man das machen. Also es ist, wie gesagt, ich finde es eigentlich ziemlich cool, dass man das hier so machen kann. Und wenn man jetzt, dann würde ich es jetzt mal alles ein bisschen strukturieren. Okay, und was man jetzt noch machen kann, ist quasi Kurven zu definieren, mit dem man das Ganze dann beschneidet. Sprich, im Grunde möchte ich die Kurven alle einfach trimmen. Also so in etwa stelle ich mir das Ganze vor. So, dann habe ich das symmetrisch und das Fahrzeug kann ich einmal ausblenden. Also wir wählen die ganzen Kurven aus und zuerst mal die Kurve, die wir zum Schneiden nutzen wollen. Und dann müssen wir hier im Menü nochmal wechseln zu Modeling, damit wir hier oben an den Punkt Curves kommen. Und hier aus dem Punkt können wir dann Cut wählen, das findet ihr hier. Und ihr solltet dann hinten auf diese Box klicken. Ich resette das mal kurz. Also so sieht es in der Regel aus. Wir stellen aber in dem Fall ein, jetzt für mich ist es einfacher, ich wähle Use Direction und Sie, weil wir von oben quasi schneiden. Cut wollen wir nicht alle Intersections schneiden, sonst würde jetzt hier durchdrehen, sondern wir sagen, wir nutzen nur die letzte Kurve aus, die alles schneiden soll. Und dann kommt es drauf an, also ich habe gemerkt, mit dem Global-Wert seht ihr, es hat irgendwie nicht so ganz funktioniert. Ich habe gemerkt, wenn ich hier einen manuellen Wert wähle, also ihr könnt hier wechseln auf Local, wenn ich hier, also da habe ich einfach rumexperimentiert hier, wann es gut funktioniert. Wenn ich auf Toleranz 0,01 und wenn ihr dann cuttet, dann funktioniert es auch nicht so gut. Das mag dann an der History liegen, weswegen ich jetzt einfach mal Edit Delete by Type History, ich hatte auch einen Hotkey und dann probieren wir das Ganze jetzt nochmal, gehen hier auf Cut, Use Direction, jetzt weiß ich, was das Problem war. Ich habe vergessen hier bei Keep Longest Segment zu wählen, also ich möchte das lange Segment behalten von den Kurven und wenn ich jetzt schneide, dann passt das auch. Überreste, die kann ich löschen. Okay, und im Grunde machen wir jetzt nichts anderes als das ganze Spiel nochmal mit der anderen Seite. Und dann ist das Ganze geschnitten. Und dann seht ihr, dass ich jetzt quasi so Linien erzeugt habe. Also jetzt kann man natürlich verschiedene Sachen wieder mit den Linien machen. Man könnte jetzt damit Grooves machen, man könnte die
Linien nach Alias schieben oder eben auch in VRED. Also grundsätzlich ist es einfach sehr schön, damit erste parametrische Muster zu erzeugen und das relativ intuitiv. Gut, das war's. Bis zum nächsten Mal.